Unser Visum ist seit 2 Monaten für die Türkei abgelaufen. Wir wurden von der Polizei nicht weitergelassen. Ich denke, die 260 € werden wir im Leben nicht wiedersehen. Ich habe immer gedacht, so Mensch, wenn so Leute berichten, dass sie 8 Stunden an der Grenze gestanden haben und die Türkei bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Wir haben auf unserer Testfahrt auch gleich unseren Auspuff geschrottet. Richtig geil. Da hätte ich Bock drauf. Und dann reden die auch nicht miteinander. Dann kann auch nichts draus werden. Einfach ohne Sinn und Verstand. Heute ist so ein richtiger Fuck-Up-Tag. Ich habe echt so einen Hals, ey. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Da habe ich kein Verständnis für. Und da reagiere ich dann auch nicht mehr freundlich. Das heißt, die Ventilschaftabdichtungen sind dort defekt. 5 von 6. Ich bin immer noch richtig angepisst. Ich weiß nicht, wie man verhindern kann, da nicht in einen Wutausbruch zu geraten. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie so kurz vorm Explodieren ist alles. Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Man will hier keine Verantwortung übernehmen. Was das Vertrauen angeht, ist das jetzt mal weg. Wir sind sowas von am Arsch. Kommen wir jetzt zum finalen Kassenstoß. Wo sind die guten Mechaniker? Herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind gerade beim Zollamt in Bolu angekommen. Die meisten wissen es ja schon, unser Visum ist seit 2 Monaten für die Türkei abgelaufen. Wir hatten ein offizielles Schreiben bekommen, dass wir uns während der Motorreparatur hier aufhalten dürfen. Und da wurde uns dann gesagt, sobald der LKW fertig ist, sollen wir nochmal zum Zollamt kommen. Wir haben heute keinen Übersetzer dabei, nur unsere Handys, und wir werden jetzt sehen, was passiert. Wir wissen nicht, ob wir Ärger bekommen und welche Dokumente wir ausgehändigt bekommen. Also let's go. Also das Ganze hat jetzt ungefähr 1 Stunde gedauert. Wir haben nochmal einen netten Tee bekommen und mussten ganz viel warten. Auf jeden Fall haben die lieben Mitarbeiter nur alles ganz wild in ihren Computer eingegeben. Wir haben kein Schriftstück bekommen, sondern lediglich einen Zettel, auf dem steht, dass wir innerhalb von 7 Tagen die Türkei verlassen müssen. Also wäre jetzt unsere Richtung Georgien, hätten wir etwas Stress. Wir haben uns aber für Griechenland entschieden und wir werden wohl so in 2 Tagen ausreisen. Warum wir uns für Griechenland entschieden haben, das erzählen wir euch nochmal an einer anderen Stelle des Videos.
Auf jeden Fall hat alles super geklappt. Wir kriegen keinen Ärger, wir müssen keine Strafe bezahlen. Und jetzt geht's ab zur Grenze. Da wird es ja nochmal spannend. Da wird es nochmal spannend, genau. So, wir tanken jetzt für, was war das, 1,29? Das machen wir jetzt nochmal voll, weil in Griechenland ist es teuer. Also beide Tanks werden jetzt randvoll gemacht. In Griechenland kostet der Diesel aktuell 1,62. Bei knapp, ich würde jetzt mal so sagen, 900, nee Quatsch, wie viel Liter haben wir? 300, 200, knapp 500 Liter, die wir jetzt tanken, würde ich jetzt mal so sagen, lohnt sich das schon. Ja. 900 Liter ist ein Wunschtraum. Ich glaube, maximal haben wir 330 plus 220, also so 550 Liter haben wir. Aber die nutzbar davon wahrscheinlich 500. Wir sind jetzt an der Grenze Türkei-Griechenland angekommen und jetzt kommt der erste Teil, der ist Teil Türkei. Und jetzt haben wir genau 4 Themen, die uns erwarten. Erstes Thema ist Strafe, weil wir kein Visum mehr haben. Dürfte eigentlich nicht passieren, weil hat uns ja der Zoll in Bolu gesagt, dürften wir eigentlich kein Problem bekommen. Zweite Sache, obwohl wir immer gemütlich mit 72 Stundenkilometer unterwegs waren, wurden wir doch tatsächlich geblitzt. So, und uns wurde schon gesagt, das wird wahrscheinlich an der Grenze abgerechnet. Also wir werden gleich in 5 Minuten schlauer sein, ob wir diesen Blitzer jetzt an der Grenze bezahlen müssen. Drittes Thema ist das Thema Maut. Ist jetzt unsere Rechnung schon beglichen. Wir haben mal so ein Ticket gekauft beim Postamt und normalerweise wird da immer alles sofort, wenn man durch die Maut durchfährt, abgebucht, aber kann sein, dass wir halt jetzt noch eine offene Rechnung haben. Das sind die ersten 3 Themen, die wir jetzt gleich haben. Viertes Thema erzählt euch Nikolas. Nochmal zur Maut. Normalerweise ist es halt so, dass man bei jeder Mautstation fährt man ran, dann ist da eine Schranke, dann fährt man an die Schranke ran und dann wird angezeigt, wie viel Tele man bezahlen muss. Und deswegen waren wir so überrascht, dass wir dann bei irgendeiner Schranke plötzlich auf unserem Konto nichts mehr hatten, weil da hatten wir eigentlich genügend draufgeladen. Und dann ist mir aufgefallen zwischendurch, dass es wie in Deutschland diese großen Maut, wie soll man sagen, Bögen gab, wo dann diese Kameras sind. Und da war ein Schild dran, da meine ich gelesen zu haben, dass es unterwegs dann halt auch on the fly Maut abgebucht wird. Also ohne, dass man eigentlich sieht, wie viel abgebucht wird. Und das war irgendwie auf dem Weg nach Istanbul. Genau. Das vierte Thema, genau. Das vierte Thema ist, das hat mich selber ein bisschen überrascht, weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich dran ist, aber es war einer eurer Kommentare, dass es möglicherweise Probleme geben kann, wenn man eben so eine Reparatur durchgeführt hat in einem Ausland, weil man hat dann ja auch Teile im Ausland gekauft und ob man dann irgendwie Zoll bezahlen müsste. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber der Zoll weiß ja jetzt, dass wir irgendwie eine Reparatur durchgeführt haben und dann werden wir sehen, ob da was passiert. Also mal gucken.
Krass. Also erstens, wir wurden von der Polizei nicht weitergelassen, weil sie sagte, die wären zu lange im Land gewesen und wir hätten jetzt jeder 250 € Strafe zahlen müssen. Da haben wir uns natürlich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, nee, wir zahlen ja nichts, weil das wurde doch alles im Bolo geklärt. Haben sie gesagt, nee, Bolo, das ist ja der Zoll, wir sind die Polizei, wir haben nichts miteinander zu tun, ihr müsst die Strafe zahlen. Dann haben wir gesagt, wir zahlen hier gar nichts. Ruft im Bolo an, die haben gesagt, wir können fahren und wir hätten keine Probleme an der Grenze. Wollten nicht anrufen. Haben gesagt, wieso ruft ihr da jetzt nicht an? Ja, nee, wir haben mit denen nichts zu tun. Und das ist ja eigentlich auch nicht unser Problem, das ist euer Problem. Wir zahlen hier aber nichts. Ja, dann müsst ihr jetzt hier unterschreiben, dass ihr nichts zahlen wollt. Nee, ich unterschreibe auch nichts. So. Dann hat er dann doch irgendwie versucht anzurufen, ging aber keiner ran. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, dann geht, kein Problem, ihr könnt jetzt eure Pässe nehmen. Aber wenn ihr wiederkommt in die Türkei, dann müsst ihr dann die Strafe zahlen. Dann hat er gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. So, dann ist er losgelaufen und hat gesagt, so, ihr wollt eure Pässe, dann kommt jetzt mit. Ich so, nee, wir werden jetzt erstmal versuchen, jemanden zu erreichen, der das für uns klärt. Dann haben wir uns erstmal hingesetzt, er war dann irgendwie weg mit unseren Pässen. Und ja, wir haben halt diejenigen angerufen, die wir so wussten, die gesagt haben, ja, wir werden euch helfen. Und leider hat uns irgendwie keiner geholfen. Die hatten alle jetzt plötzlich keine Zeit mehr. Und konnten das dann für uns auch nicht klären. Und außerdem soll heute angeblich Feiertag sein, sodass keiner da ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, dann sind wir halt wieder hin und haben gesagt, so, wir wollen jetzt unsere Pässe haben. Haben uns die Pässe gegeben, dann sind wir weiter zum Zoll. Wir wissen jetzt nicht, ob wir nächstes Jahr Strafe zahlen müssen oder nicht, wenn wir wieder einreisen. Ich vermute schon. Wir werden versuchen, von Griechenland aus irgendwie nochmal da an die Zollbehörde zu schreiben, dass das irgendwie geklärt wird und dass da irgendwie das aus dem System genommen wird. Dann gab es noch eine zweite Sache. Wir wurden ja geblitzt, das hatten wir gesehen und da sollten wir jetzt auch Strafe zahlen. Das ist ja auch okay, wenn wir dann zu schnell gefahren sind, aber das war eigentlich gar nicht das Problem. Wir wurden geblitzt auf einer Straße, wo man mit LKWs angeblich nicht fahren darf. Und die Strafe ist 260 €. Und das war wieder beim Zoll. Und der Zollbeamte meinte, das ist ungewöhnlich hoch. Und ihr habt ja einen Karawan. Das ist ein Fehler im System. Das ist ein Fehler. Aber ihr müsst jetzt bezahlen, damit ihr weiterkommt. Da kann uns nicht weiterlassen, wenn wir nicht bezahlen. Ihr könnt dann Beschwerde einlegen und euch das Geld wiederholen. Auf die Frage hin, wo wir denn uns da melden können, ja, keine Ahnung. Gibt es eine E-Mail-Adresse? Nee. Bisschen hin und her. Es hat uns auch noch jemand an der Grenze geholfen. Hat uns jetzt irgendwie irgendwas aufgeschrieben. Auf Türkisch, handschriftlich. Keine Ahnung, wir werden jetzt nochmal versuchen, ob uns das jemand übersetzen kann, wenn wir dann in Griechenland sind, um da irgendwie Einspruch einzulegen, um das Geld wiederzukriegen. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwas erreichen werden. Gefühlt ist alles sehr kompliziert gemacht, damit man das Geld nicht mehr wiederkriegt. Ja. Also für diejenigen, die mit LKWs unterwegs sind, die ein Camper sind, die Gefahr besteht also. Wir sind auf einer ganz normalen Landstraße gefahren, wo auch andere LKWs fahren. Ob wir wirklich geblitzt wurden, weil wir irgendwie die Geschwindigkeit übertreten haben, stand nicht oder im System. Ob es einfach nur, weil wir eine bestimmte Höhe hatten, das stand da nicht. Wir können das somit auch nicht sagen, wie man das jetzt vermeiden kann. Letztes Jahr sind wir die gleichen Straßen gefahren, also gleiche Art von Straßen gefahren und hatten kein Problem. Möchtest du noch mal was dazu sagen zu der Situation? Yvonne hat sich gerade sehr aufgeregt. Dass sie das so kompliziert machen, dass es nicht mal eine E-Mail-Adresse gibt, wo man hinschreiben kann, weil der Zollbeamte meinte, ja, ihr könnt dagegen Einspruch einlegen, aber ich kann euch gar nicht sagen, wo. Ihr könnt zurückfahren, ne? Genau, er hat gesagt, ihr könnt gerne zurückfahren zu dieser Gemeinde, wo ihr geblitzt worden seid, um herauszufinden, wo ihr euch beschweren könnt. Ja, können wir halt nicht. Also es wird richtig kompliziert gemacht, dass du halt nicht gegen angehen kannst. Also ich denke, die 260 € werden wir im Leben nicht wiedersehen. Es ist 15 Minuten später. Nikolas, was sind deine Gedanken heute zu dem Tag? Zum Tag? Verrückt. Letztes Jahr lief alles so reibungslos und dieses Jahr passiert eine Scheiße nach der anderen. Das ist echt krass. Also ich sag mal, die Türkei bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm, muss ich ehrlich sagen. Und das
Das wird den Leuten und den Menschen in der Türkei überhaupt nicht gerecht. Ja. Letztes Jahr war alles schöner, ne? Ja. Irgendwie scheint es irgendwie weiterzugehen, aber auch nicht. Links geht's weiter. Aber wir stehen hier immer noch. Und wir haben halt 35 Grad. Ah, es ist richtig heiß. Ich denke gerade eigentlich nur an den Strand und an ein kühles Bier. Ja, ist doch gut jetzt. Meine Güte. Geht auch nicht schnell voran, wenn man hupt. Ohne Probleme. Ich habe mich mal gefragt, was eigentlich jetzt die letzte Station ist. Ich glaube, also Yvonne meinte, dass es hat irgendwie mit dem Mautsystem zu tun oder so. Ja. Das ist Rechnung beglichen. Da hat es wohl irgendwie funktioniert mit allem. Die Schlange ist recht lang. Und mal wieder stehen wir. Es ist jetzt nicht schlimm, so. Ich habe immer gedacht, so Mensch, wenn so Leute berichten, dass sie 8 Stunden an der Grenze gestanden haben und zugebracht haben, denke ich mir, oh Gott, oh Gott. Die übertreiben doch. Nee, das nicht, aber wie ätzend möchte ich nie erleben. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, das, worauf ich so richtig keinen Bock habe, ist, wenn man dann mal an so einer Grenze ist, wo man irgendwie von Station A zu Station B, zu C, nach D, wieder nach B, nach A, nach C laufen muss, weil irgendwie keiner weiß so richtig von dem anderen, wo man wirklich welche Dokumente jetzt stempeln muss. Also, das haben wir ja bis jetzt noch nicht gehabt. Aber es ist heiß. 34 Grad, ohne Klimaanlage. Ist schon ein Brett. Ja, also jetzt dass wir wegen der Reparatur jetzt irgendwas verzollen hätten müssen, hat sich ja jetzt irgendwie nicht bestätigt. Also zumindest wurde uns dann jetzt nichts gesagt. Wir haben sogar das Dokument vorgelegt, wo drin steht, dass wir diese Reparatur durchführen müssen oder mussten. Vielleicht gilt das für Fahrzeuge, die man in der Türkei restaurieren lässt. Das kann natürlich sein. Was ist hier heute bitte schön los? Die machen sich alle so wichtig hier. Also, ja. Ich bin zu weit gefahren und ich sollte doch bitte, wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren soll, fragen. Würde ich gerne, wenn ich dann noch jemanden sehen würde, den ich fragen könnte. Weil meistens ist da ja immer keiner. Ja.
bin halt wie beim letzten Mal einfach hier vorgefahren, wie man mir beim letzten Mal halt auch weiß gemacht hat. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das vielleicht sogar derselbe Typ war. Der sieht so ähnlich aus. Ja. Aber alles gut mit den Pässen? Ja, also. Weil ich habe ja keinen Ausreisestempel gekriegt, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, echt. Also hier läuft doch wohl gar nichts. Keine Ahnung, ob das irgendein Problem noch darstellt, aber ja, Yvonne hat keinen Ausreisestempel. Ich habe einen drin. Also Ausreisestempel aus der Türkei, ja. Das ist alles echt ein Murks. Und was hast du heute Morgen noch gesagt? Ja, genau. Heute Morgen hatte ich irgendwie noch so einen Kopf und dachte so, na, wollte euch eigentlich mitteilen, wir fahren jetzt über die Grenze von Uppsala, weil da hatten wir bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Die sind da entspannt. Naja. Entspannt waren sie auch, aber irgendwie nicht sehr kooperativ. Also ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Also welches Land lässt einen ausreisen, wenn man noch eine Strafe zu zahlen hat? Also jetzt, ne, sie wollten ja, also die Polizei wollte von uns ja eine Strafgebühr haben, weil wir unser Visum überzogen haben. Und dann haben sie gesagt, so, nee, okay, dann zahlt ihr halt nicht und dann könnt ihr jetzt ausreisen und dann zahlt ihr halt bei der Einreise. Wer würde denn sowas machen? Irgendwas stimmt doch da nicht. Aber gut, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das so, vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal in Erfahrung gebracht oder solche Situationen gehabt. Gerade jetzt die Deutsch-Türken, die reisen ja öfter mal in die Türkei. Könnt ihr ja mal sagen, was das da so mit auf sich hat. Und dann immer dieser andere Typ da bei der Polizei, ne? Der mir immer wieder ins Wort gefallen ist und mich nicht hat aussprechen lassen. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, so, ich rede nicht mehr mit dir, ich rede mit dem anderen jetzt, mit dem Polizisten. Und dann sagt er, ich bin hier der Oberchef. Ich so, ja, und wo sind bitteschön deine Abzeichen? Ja, ich bin der Zivil hier. Aha, habe ich mit dem anderen weitergeredet. Also, und der Typ, das war auch der Typ, der gesagt hat, als ich ihm die Nummer jetzt gezeigt habe von Bolo, hier, ruf doch da an. Nein. Und warum nicht? So, entweder wollt ihr helfen oder ihr wollt nicht helfen. Ne? So. Und dann hat der andere dann schon eingelenkt, so, ja, hier, nehmt eure Pässe, ihr könnt fahren. Ne? So. Also von der Türkei-Grenze hätte ich es nicht gedacht. Also man hört da so Geschichten von anderen Grenzen, wo es dann noch tiefer in den Osten geht, oder auch Afrika zum Beispiel. Aber Türkei, vielleicht liegen wir auch komplett falsch und irgendwas haben wir übersehen, aber dann wurde uns das auch noch erzählt, dass wir dafür hätten Sorge tragen müssen. Also es macht ja auch keinen Sinn, wenn der Zoll nur für das Fahrzeug zuständig ist, weil das ist das, was sie uns weismachen wollten. Das Fahrzeug wäre richtig behandelt worden, aber nicht wir. So, der Zoll ist für das Fahrzeug zuständig, aber nicht für uns, da ist die Polizei zuständig. Wenn das so wäre, dann hätten die uns das doch erzählt. Und vor allen Dingen, warum hätten die in der Zollbehörde unsere Pässe haben wollen? Und warum haben die gesagt, so, ihr habt noch 7 Tage zum Ausreisen, wenn die Zollbehörde überhaupt nicht zuständig wäre für unsere Visa-Angelegenheit. Das macht so keinen Sinn. Also irgendwie so für mich hat das so das Geschmäckle, die wollten uns abziehen. Schlange ist Kilometer lang. Und das in dieser Hitze, ey. Und die Armen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hätte ich ja nie gedacht. Was ist hier bloß los? Wahnsinn. Es hört gar nicht mehr auf. Also wir standen jetzt hier mit einem Uhr dran, 5 Stunden. Ja, wir haben 5 Stunden gebraucht. Keine Ahnung, wie lange die hier brauchen. Es geht hier jetzt gerade noch runter und ich kann noch... Da unten kann ich noch die Autos sehen.
Was? 18 Uhr? Ja, 18 Uhr. Okay. Die stehen hier länger als 2 oder 3 Stunden noch. Eigentlich wollten wir ja nach Georgien fahren, das hatten wir ja auch angekündigt. Dazu ist es jetzt leider nicht gekommen und das hat auch gute Gründe. Die Reparatur hat einfach viel zu lange gedauert, sodass es mit unserem Zeitplan nicht mehr passt. Wir haben halt noch einen Termin sozusagen. Wir treffen unsere Familie auf Sizilien und zwar im Oktober und das wäre viel zu knapp geworden. Und jetzt so im Nachhinein mit den Problemen, die wir da jetzt auch an der Grenze hatten, denke ich mir so, sollte es wohl auch so sein, dass wir nach Griechenland reingefahren sind, weil ich hätte nicht so gerne die Situation gehabt, wieder durch die Türkei zu müssen und dann ein Riesenproblem zu haben, weil da ist ja noch eine Sache offen, und zwar, dass man uns von der Polizei her da eine Strafe aufgebrummt hat, weil wir ja zu lange im Land gewesen sind, obwohl wir ja vorher alles geklärt hatten. Und das ist leider immer noch nicht geklärt. Da müssen wir noch mal ran. Griechenland hat irgendwie, oder wie der ganze südöstliche Teil von Europa, eine mega Hitzewelle derzeit. Und wir mussten auch flüchten jetzt in die Berge. Wir haben es versucht am Meer, aber das ist absolut nicht auszuhalten. Die Nächte, die kühlen gerade mal bis auf 30 Grad runter und das ist keine gute Basis, um zu schlafen. Und so haben wir jetzt richtig Gas gegeben, sind sozusagen in den Vorgebirgen, kurz vor dem Pindusgebirge, da wollen wir hin. Und uns da einige Sachen angucken, die wir eigentlich uns beim letzten Mal schon angucken wollten, als wir in Griechenland waren, diese 9 Monate. Und das holen wir jetzt einmal nach. Also es gibt ein kleines Update bezüglich unseres Strafzettels von 260 €. Und zwar hatten wir ein Foto gemacht vom Grenzbeamten von seinem Monitor. Wir haben uns das übersetzt und zwar stand da drauf, dass wir uns nicht haben wiegen lassen. Und da ist uns aufgefallen, dass es in der Türkei auf bestimmten Straßen, auf den Mautstraßen, so Bereiche gibt, wo LKWs rauffahren müssen, um sich zu wiegen. Und da sind wir natürlich immer durchgefahren, weil wir sind ja nun mal kein LKW für Güterverkehr. Und aus diesem Grunde haben wir einen Strafzettel bekommen, weil wir uns nicht haben wiegen lassen. Es gibt jetzt ein kleines Update. Der Grenzbeamte hat uns ja so handschriftlich einen kleinen Zettel auf Türkisch mitgegeben und das konnten wir auch übersetzen und da stand Justizministerium, das haben wir gegoogelt. Wir haben eine E-Mail-Adresse gefunden und eine Telefonnummer. An die E-Mail-Adresse haben wir unseren Einspruch jetzt eingelegt und wir haben noch einen ganz lieben Türken gefunden, der ruft da für uns an, ob das wirklich auch die Adresse ist für den Einspruch. Also es ist am Laufen. Wir würden, wenn wir nochmal einreisen würden oder wenn wir nochmal reisen würden in die Türkei und auch für alle, die vorhaben, in der Türkei mit ihrem LKW zu reisen, wenn ihr sowas seht, das wird auch vorher angekündigt auf den Straßen, dass da so eine Wiegestation kommt, fahrt da einfach rauf. Wahrscheinlich wird man euch dann durchwinken, aber somit riskiert ihr wenigstens keinen Strafzettel und halt diesen Ärger, den wir jetzt momentan haben. Oder Maut vermeiden. Oder Maut vermeiden eingeben, genau. Dann kann euch das eigentlich auch nicht passieren, weil wir sind nämlich letztes Jahr nur mit Maut vermeiden gefahren und da haben wir diese Wiegestationen nicht gesehen. Wir halten euch auf dem Laufenden natürlich. Kleines Update nochmal zu unserem LKW. Der hat so ein bisschen wenig Leistung untenrum. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Deswegen habe ich nochmal nachgeguckt und dabei habe ich 2 Sachen festgestellt. Das eine hat damit nichts zu tun. Der Kühler ist leider wieder undicht. Müssen wir wieder ran. Das ist jetzt das 3. Mal. Also das war mal so richtig, das ist so richtig in die Hose gegangen. Ja, da brauchen wir jetzt in Griechenland einen Profi, der das richtig vernünftig macht. Ich habe so die Vermutung, dass da das falsche Lötmaterial, das falsche Lot verwendet wurde, weil es war ja dicht und es ist jetzt durch die extreme thermische Belastung wieder undicht geworden. Wie kann das sein? Na gut. Das zweite ist wegen der Leistung.
Ich habe nochmal mit Spüliwasser alles abgesucht, turboseitig, ob da irgendwo Druckverlust ist, und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass der Turbo auf der Druckseite, also da wo er den Druck erzeugt, also auf der Ansaugseite, hat er eine Undichtigkeit. Der neue Turbo, vor 1,5 Jahren neu. Ja. Aber das ist auch nicht hoffnungslos. Ich habe echt nur so langsam richtig keinen Bock mehr, dann so Sachen zu flicken, an denen man dann irgendwie schon dran war. Aber gut, auch das werden wir hier in Griechenland lösen. 5 Tage standen wir jetzt an diesem mega geilen Ort. Das haben wir auch gebraucht, weil wir einfach mal wieder durchschlafen mussten nach dieser ganzen Hitze und nach dem ganzen Stress, den wir hatten. Und das hat uns auch richtig gut getan. Aber jetzt, so wie der Norddeutsche sagt, haben wir Hummeln im Hintern, es soll weitergehen. schön. Und wir haben heute Wein gekauft. Die Fahrt, die hat auch mal wieder richtig gut gefallen. Irgendwann, wenn du in dieser
scheu dich den Ausdruck, in so einer Scheiße drin steckst, dann weißt du irgendwann auch nicht mehr, wofür du das noch machst. Und dann ist so eine Fahrt wie heute, die zeigt einem einfach, dafür hat sich das einfach gelohnt. Was für eine Idylle hier. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Wenn man an einen Ort kommt und es ist noch viel, viel schöner, als man sich das vorgestellt hat. Wir haben den Ort über eine App gesehen und dachten so, okay, wir wollen ja heute nur eine Nacht hier stehen, weil wir haben morgen was ganz, 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 ganz Tolles vor und da freue ich mich schon riesig drauf. Und es sollte eigentlich nur ein Parkplatz für die Nacht sein und dann kommst du an so einen schönen Ort und das haut dich einfach um und das finde ich immer so genial. Ja, wir hatten heute einen Besorgungstag. Wir haben, ich glaube, für die nächsten 2 Wochen Lebensmittel eingekauft, weil Nikolas hat ja schon gesagt, wir wollen die nächste Zeit im Pindusgebirge reisen und da gibt es wenig Einkaufsmöglichkeiten. Von daher sind wir jetzt sehr gut vorbereitet und morgen kommt dann das erste Highlight, aber dazu morgen dann mehr. Ein neuer Tag in Griechenland und auf diesen Ort habe ich mich besonders gefreut. Hier schon mal ein kleiner Hinweis, wir haben noch einen kleinen Fußmarsch vor uns.
Ja, vielleicht sehen wir heute tatsächlich Bären. Wir sind heute in einer Umweltorganisation, die sich um Bären kümmert. Gestartet ist diese Organisation damals mit Tanzbären, die verboten worden sind und die dann hier gelandet sind, und die werden halt wieder aufgepäppelt und gepflegt. Und mittlerweile kümmern die sich nicht nur um die Tanzbären und auch um Bären, die von geschlossenen Zoos hierher kommen, sondern auch um verwaiste kleine Bären, die dann zum Beispiel 2 Monate alt sind und gefunden werden. Sie gehen davon aus, dass ihre Mutter tot ist, und dann kommen sie halt hierher und dann werden sie 3 Jahre lang vorbereitet. So lange braucht ein Bär, bis er auf sich allein gestellt in der Natur leben kann, und ja, so lange werden die halt hier vorbereitet und dann wieder ausgewildert. Und haben wir einen Bären gesehen? Wir haben schon 3 kleine Bären gesehen. Letztes Jahr wurde ein Bär ausgewildert, Thomas heißt er. Der wurde noch so ungefähr 1 Jahr getrackt, hat sich so in Griechenland aufgehalten. Ich weiß gar nicht jetzt über welche Strecke, über welches Gebiet, aber hört er sich etwas größer an. 1 Jahr, wie gesagt, wurde er getrackt, und danach hat sich die Spur verloren, weil dann hört das Halsband halt auf zu senden. Hier geht es ja nicht darum, dass man jetzt als Zuschauer möglichst viele Bären sieht, sondern es ist halt ein wie sagt man, Sanctuary auf Englisch. Hier erholen sich die Bären, um dann ausgewählt werden zu können. Das ist halt kein Zoo. Deswegen ist die Chance, hier einen Bär zu sehen, eben nicht so groß, weil die sich eher dann da aufhalten, wo die Menschen nicht sind. Aber man kann halt sehen, dass hier viele Laufpfade sind, wo die Bären langlaufen. Und sie haben natürlich ein sehr großes Gebiet für sich, was natürlich wichtig ist. Die Information, die wir erhalten haben, ist, dass 2015 mal geschätzt oder gemessen wurde, wie viele Bären es wohl in Griechenland gibt. Und das sind so um die 450 oder 480, meine ich, gesehen zu haben. Ja. Das war 2015. Das ist ja jetzt auch schon 9 Jahre her. Also dürften dann mittlerweile auch schon mehr sein. Ihr Lieben, und zum Ende der Tour haben wir sogar noch einen Bär gesehen, und der hat sich ganz entspannt dahingesetzt und so nach dem Motto, guckt mich mal ganz in Ruhe an. Ja, total süß. Die Fragen kommen ja auch immer, woher habt ihr diese ganzen Tipps? Also diesen Tipp zum Beispiel habe ich aus dem Bordmagazin von unserem Flug Hamburg nach Athen. Da habe ich einfach durchgeblättert, und da gab es einen in Griechisch und Englischen Artikel über diese Organisation. Da habe ich mir gleich einen Marker gesetzt und gesagt, wenn wir nochmal nach Griechenland kommen, dann auf jeden Fall hierher. Wir haben irgendwie so ein Knacken, Ploppen gehört, während wir gefahren sind. Und das konnten wir zuerst nicht zuordnen, und dann so, ich weiß nicht, 20, 30 Meter später habe ich gesehen, wie die Temperatur rapide hochging. Angehalten, und dann habe ich schon gesehen, dass das Kühlwasser massiv ausläuft. Habe ich mich drunter gelegt und habe geguckt, und es sieht so aus, dass da ein Kühlschlauch geplatzt ist. Ich weiß auch jetzt noch nicht welcher. Wir werden jetzt sehen, wenn wir die Kabine gekippt haben. Und ich hatte irgendwie immer noch die alten Kühlschläuche dabei gehabt. Und irgendwann habe ich sie ausgemustert. Ja, ich habe nur noch einen dabei. Und ich hoffe, der passt. Dass ich den irgendwie passend machen kann und darauf kriege. Ansonsten habe ich noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe noch dieses Rescue Tape, mit dem man Sachen auch fixen kann. Und einen Fahrradschlauch, den man sozusagen durch den Schlauch ziehen kann. Aber so wie mir das von unten aussah, der ist richtig explodiert. Und ich frage mich, wieso. Komplett explodiert hier. Also passt ja aber der Schlauch, den wir jetzt haben? Ich hoffe. Also
besteht eine gute Chance. Aber den noch repariert zu kriegen, alter Falter, das wäre eine Herausforderung. Die sind alle knallheiß, ne? Wir haben Glück, der Schlauch passt. Und ein alter Schlauch ist noch drin, das heißt, wir müssen noch einen neuen kaufen, der hier. Ich hatte den, glaube ich, ursprünglich für den hier gedacht. Na, für beide, dass man die zuschneiden kann. Ne? Ja. Ich habe nur noch diesen. Okay. Der Schock sitzt erstmal tief, aber die Reparatur ist einfach, wenn man die Teile dabei hat. Aber es kam eigentlich, ich weiß nicht, es hat jetzt 5 Minuten gedauert, da kam ein Grieche. Und ich glaube, der hätte uns auch weitergeholfen, hätten wir jetzt keinen Schlauch gehabt. Er ist jetzt weit losgefahren. Ich glaube, er holt Werkzeug, weil er nicht wusste, dass ich Werkzeug habe. Das ist halt auch in Griechenland mit Englisch nicht so einfach. Also bisher hatte ich ja ein gutes Händchen für die Ersatzteilauswahl. Alles, was bisher so gekommen ist, konnte ich bis jetzt reparieren. Und irgendwie sind genau die Dinge auch kaputt gegangen. Ja, aber so langsam gehen mir die Tricks aus, also die Ersatzteile, sagen wir so. Ein paar Tricks habe ich dann noch auf Lager für Notreparaturen. Aber dann wird es auch irgendwann dünn, ne? Also irgendwie muss ich für Nachschub sorgen, weil wir haben noch 2 alte Kühlerschläuche. Und ich habe die damals nicht getauscht, weil die noch gut aussahen, ne? Aber was heißt gut? Wie kann man das von außen beurteilen? Naja, sie waren noch flexibel und nicht rissig. Vor 2 Tagen ging das wieder los, dass wir Temperaturprobleme bekommen haben und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, was ist das denn jetzt schon wieder? Und naja, der Kühler war ja zu dem Zeitpunkt dann schon leicht undicht und ich dachte, na gut, dann liegt das vielleicht dahin, kann er halt nicht genügend Druck aufbauen oder so. Ja, und heute platzt dann der Schlauch, ne? Und jetzt, nach der Reparatur, alles weg, Temperatur, kein Problem mehr. Also ich frage mich wirklich, wer kommt denn da drauf bitte? Also wärt ihr darauf gekommen, dass ein Kühlerschlauch dafür verantwortlich ist, dass irgendwie ein Problem im Kühlsystem ist? Also der muss ja so aufgeplatzt, so explodiert wie der ist, muss der sich ja irgendwie aufgebläht haben nach innen und irgendwie den Durchgang verschlossen haben, sodass durch den Kühler nicht mehr genügend Durchfluss war. Sonst kann ich mir das gar nicht anders vorstellen. Also ich hatte auch schon so dieses Gefühl gehabt, irgendwie, Mensch, ich höre den Lüfter gar nicht mehr und trotzdem wird er heiß. Was ist denn das? Wieso haben wir jetzt wieder dieselben Probleme wie vor der Reparatur des Thermostats und des Reinigung des Kühlers? Und ja, das kann eigentlich nur daran gelegen haben, dass kein Durchfluss mehr da war, weil dieser Schlauch sich irgendwie aufgebläht hat. Und das war von außen überhaupt nicht sichtbar. Also, wärt ihr da drauf gekommen? So, also jetzt auch hier an die Mechaniker, ne? So, da den Kühlerschlauch sich anzugucken oder die Kühlerschläuche, weil es sind ja eigentlich jetzt nur noch 2 alte übrig. Und was empfiehlst du allen anderen? Genau, also ich würde echt empfehlen, jetzt bei so alten Fahrzeugen, ja 40 Jahre, auch beim 30 Jahre alten Fahrzeug, alle Kühlerschläuche einmal durchwechseln. Die sahen, wie gesagt, von außen sahen die alle gut aus, die hatten noch Flex gehabt, waren nicht porös, gar nichts.